viele, viele, viele Fragen. Ihr seid mega schnell. Ich bemerke in spirituellen Communities vermehrt Events, die sich körperlichen Berührungen und Kuschelpartys widmen, mit dem Ziel, dass sich die Menschen wieder näher kommen. Kann das wirklich auf diese Art funktionieren oder ist das eine Verdrehung oder Missbrauch von Bedürfnissen? Also es kommt immer darauf an, was das Bedürfnis der einzelnen Menschen ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das, was wir ja in der Gesellschaft, na gut, da ist vieles verdreht, aber wo es ja schon anfängt, ist halt, dass wir ja emotional, also zumindest viele Menschen, ja gar nicht mehr miteinander reden können. Also dass es schon dort anfängt, dass, ja, dass man gar nicht mehr miteinander einen normalen, gesunden Austausch haben kann. Und wenn das emotional schon gestört ist, dann funktioniert ja alles nicht mehr. Also man sieht das ja auch in der Welt. Weil viele Menschen, die zum Beispiel Krieg wollen, die haben diese negativen Gefühle, die sie haben, kommen ja oft gar nicht aus der Gegenwart. Die kommen irgendwo aus der Vergangenheit und suchen sich dann einfach hier in der Gegenwart eine neue Situation, wo sie dann an die Oberfläche kommen. Und das ist denen aber meistens gar nicht bewusst. Aber nur schon, wenn wir mehr wissen würden, woher unsere Gefühle kommen und alle miteinander normal uns austauschen könnten über das, wird sich ja vieles dadurch auch normalisieren. Dankeschön, Christina. Jemand fragt hier, ob denn die Seele rein ist oder ob eine Seele auch schon quasi mit irdischer Schuld belastet, wenn man überhaupt dieses Wort Schuld benutzen will, ich tue das nicht so gern, mit irdischem belastet hier ankommen kann. Also, wenn man zum Beispiel in einem früheren Leben von dort etwas mitnimmt, oder wie meint ihr das? Ja, wahrscheinlich. Ob die Seele einfach, bevor sie in den Körper hineingeht, also aus dem Feinstofflichen wieder inkarniert, ob die Seele rein ist, weil viele sagen ja, die Seele ist einfach rein, weil sie ist göttlich, Seele ist einfach nur Liebe. Wie siehst du das? Also wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir ja kein weißes Blatt Papier, auf dem nichts steht. Wir nehmen schon gewisse Talente mit. Wir haben die Dinge, die wir uns, bevor wir inkarniert haben, die wir uns ausgesucht haben, die sind auch energetisch in uns drin. Oder auch Dinge, die wir mögen oder nicht mögen. Es können Informationen aus früheren Leben dabei sein. Also wir nehmen schon was mit. Weil, ja, wir haben ja auch eine Grundpersönlichkeit, die schon in uns drin ist. Vielleicht ist der Unterschied, dass wir ja als Seele ein ganz anderes Bewusstsein haben. Also bevor wir, ich sage jetzt mal, wieder in diesen irdischen Körper eintreten, wo ja, ich sage das jetzt einfach mal, da sind ja schon, im Körper sind ja schon Beschränkungen eingebaut. Ja? Also die DNA oder einfach die Kapazität unseres Gehirns, was rein von den Gegebenheiten her
unser Bewusstsein mal einschränkt. Mhm. Also so, ja, dass sich erst dann, ich sage jetzt mal, das Seelenbewusstsein dann nach und nach verschließt. Also das sieht man ja auch bei Neugeborenen. Erst ist es noch ganz da und es macht ja auch den Zauber aus, wenn ein Kind auf die Erde kommt. Die ersten Tage, da kann man ja direkt noch das Licht im Raum sehen, oder noch mehr als sonst. Und dann mit den irdischen Erfahrungen verschließt sich das ja dann langsam wieder. Und ich glaube, unsere Aufgabe besteht ja darin, diese irdischen Erfahrungen nicht mehr uns bestimmen zu lassen, oder? Und mit unserem Bewusstsein das quasi hinter uns zu lassen, damit immer weniger solche Schichten zwischen unserem menschlichen Daseinsmoment und unserer Seele stehen. Siehst du das auch so? Ja, also wenn wir in der geistigen Welt sind, dann sind wir wirklich nur als Seele ganz da. Und wenn wir auf der Erde inkarnieren, dann haben wir zwar immer noch unsere seelische Ebene, aber wir haben auch unser Tagesbewusstsein. Und das ist halt je nach Mensch verschieden, wie sehr das Tagesbewusstsein eine Verbindung hat zur seelischen Ebene. Und es gibt Menschen, die haben sehr viele Schichten dazwischen und andere weniger. Und das kann sich natürlich auch während dem Leben verändern. Das ist ja nicht festgemacht. Aber es ist halt schon ein Unterschied, weil wir dann ja halt ein bisschen aufgeteilt sind im Bewusstsein. Es kommen auch immer wieder Fragen zu dem Thema, wie wichtig es denn eigentlich ist, zu wissen, ob wir im letzten Leben Priester oder Bauer oder Tempelritter oder Hausfrau, Mutter, Priesterin, Königin waren. Wie wichtig, glaubst du, ist es für unser jetziges Leben? Also, wenn wir Themen in diesem Leben haben, für die es wichtig ist, dass wir wissen, wie das mit früheren Leben zusammenhängt, dann werden wir meistens auch so geführt, dass wir uns dann daran erinnern oder in einer Rückführung oder so. Aber es ist auch nicht zwingend so, dass man für jedes Thema, was man in diesem Leben hat, unbedingt wissen muss, ob das in einem früheren Leben auch schon da war und wenn ja, warum. Es kann wichtig sein, aber manchmal auch nicht. Also das ist halt wirklich verschieden. Und ich denke, dass die allermeisten Menschen sich sowieso nie an alle frühere Leben erinnern, sondern wenn dann nur an bestimmte. Weil viele von uns haben ja schon so viele Leben gehabt. Das ist meistens für unser jetziges Leben gar nicht unbedingt wichtig, dass wir die alle bewusst wissen, weil es uns gar nichts bringen würde. Und auf seelischer Ebene in unserem Unterbewusstsein sind diese Informationen sowieso da. Ja. Ja, danke schön. Hier fragt Konrad, da geht es nochmal um das Thema Sterbevorgang, dass beim Sterbevorgang das ganze Leben in unserem Bewusstsein nochmals
quasi abläuft in unserem Bewusstsein und dieser Impuls dann quasi mechanisch bestimmt, wohin wir in der nächsten Inkarnation dann gehen. Also ich glaube, mit mechanisch meint er einfach dadurch, dass man eine bestimmte Schwingungsebene dann hat durch dass diese Schwingungsebene quasi die Schwingung bestimmt, wo man in der nächsten Inkarnation landet. Siehst du das auch so? Also es ist schon so, dass unser letztes Leben einen Einfluss hat auf unser nächstes Leben, weil wenn wir unseren Lebensfilm nochmals sehen, dann schauen wir ihn von unserer seelischen Ebene her an und dann sehen wir die ganzen Zusammenhänge und sind weniger in unseren Mustern drin und können auch Dinge verstehen und reflektieren, die wir vielleicht nicht konnten, während wir auf der Erde sind. Und daraus holen wir ja dann auch neue Erkenntnisse und die haben schon einen Einfluss auf unser nächstes Leben. Es kann aber auch sein, dass wir für unser nächstes Leben uns für etwas entscheiden, was aus einer Erkenntnis kommt, die vor 10 Leben entstanden ist. Das ist ja eine Mischung. Aber es ist natürlich so, dass es einen Einfluss hat, weil hängt ja alles zusammen.